Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ja, da bin ich wieder. Wir haben jetzt schon ein bisschen später in der Woche und eigentlich wollte ich Anfang der Woche schon mit dem Vloggen starten, aber ja, das letzte Wochenende war nicht so schön. Mir ging es die ganze letzte Woche schon nicht so gut. Ich habe dann aber trotzdem auch gearbeitet und dann ging es mir am Freitag halt besser und ich dachte, okay, war wahrscheinlich nur eine kleine Erkältung. Und dann Samstagmorgen hat dann meine Mutter angerufen, weil der Notarzt sich gemeldet hatte. Ihr wisst ja, dass meine Omi schon, oder ich habe darüber hier auch schon mal ein paar Mal gesprochen, ist ja im Altenheim und ist dement, schwer dement, schon seit vielen, vielen Jahren. Also auch gar nicht mehr ansprechbar und lag nur im Bett. Und dann rief der Notarzt an, dass sie Blutung hatte und ja, dass sie dann sterben wird. Und zu dem Tag ging es mir dann auch wieder, also mir ging es auch schon vorher schlechter, dass ich mich schon gewundert habe, was ist da los. Und genau, dann sind wir nach Bremen gefahren, waren dann bei meiner Oma und ja, das war auf jeden Fall hart. Ich habe jetzt die letzten Tage so viel geweint, ich kann schon irgendwie gar nicht mehr weinen. Genau, sie war wirklich in einem sehr, sehr schlechten Zustand und wir haben dann irgendwie gehofft, dass es eventuell passiert, wenn wir da sind. Dem war aber dann nicht so. Und wir sind dann noch zu meiner Tante, die wohnt Gott sei Dank dort auch. Ja, und sind dann wieder nach Hause. Und am nächsten Tag ging es mir immer noch schlecht. Das heißt, ich habe dann, warum auch immer, ich hatte noch einen habe einen Corona-Test gemacht und war dann Corona-positiv. Montagmorgen hat mir halt meine Mutter geschrieben, dass sie dann in der Nacht auf Montag halt verstorben ist. Also erst habe ich so eine Erleichterung verspürt, auch wenn das vielleicht für manche komisch klingt, aber sie hat ja die letzten Jahre wirklich sehr gelitten. Das kann man schon sagen. Sie lag nur im Bett, sie war nicht mehr ansprechbar. Es war ein ganz, ganz schlimmer Zustand. Irgendwie war man erleichtert, dass sie jetzt keine Schmerzen mehr hat. Und meine Oma war ja auch eine gläubige Person. Sie hat immer gebetet, sie hat immer vom lieben Gott erzählt und sie hat auch Jesus ihr Leben anvertraut oder ihnen ihr Herz gelassen. Und das war für uns immer ist für mich halt so ein Frieden, weil ich jetzt weiß, dass sie jetzt bei Gott ist und dort geht es ihr gut und dort ist sie ja wieder die Alte und sie ist jetzt im Himmel und ich freue mich irgendwie für sie, weil sie jetzt Jesus Herrlichkeit sieht und weil sie jetzt auch keine Schmerzen mehr hat. Aber gleichzeitig ja, ist man schon irgendwie traurig und sie war einfach die beste Omi auf der ganzen Welt. Und da hat es mich dann nochmal so richtig getroffen und dann musste ich auch sehr, 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 sehr viel weinen. Und dieser Schmerz, dass jemand plötzlich nicht mehr da ist, hat mich echt übermannt. Und ja, ich glaube, das sind auch so Phasen, die dann jetzt immer wieder kommen werden. Jetzt gerade heute geht es jetzt wieder besser. Es ist jetzt auch, weil die Sonne, glaube ich, rausgekommen ist und ja, ich werde jetzt meine Mama besuchen, weil der geht es natürlich auch nicht so gut und wir wollten dann ein bisschen spazieren gehen und ich bin jetzt auch seit heute endlich negativ wieder und ich meine, eigentlich ist es ja sowieso egal heutzutage. Es war halt nur durch Zufall, dass ich mich getestet habe, weil ich noch einen Test hier hatte und mich gewundert habe, dass es mir, obwohl es mir erst gestern besser ging, erst wieder schlechter ging. Naja, auf jeden Fall, ja, das waren jetzt so meine letzten 1,5 Wochen. Aber wie schon gesagt, durch meinen Glauben habe ich irgendwie Frieden und fühle mich nicht alleine. Und ich habe auch das Gefühl, dass Gott mich sehr tröstet in dieser Zeit. Und er ist so wirklich mein Glaube ist wirklich so mein Anker in meinem Leben. Und ich habe jetzt eine Woche Urlaub, das tut auch ganz gut. Und eigentlich wollte ich wegfahren, aber da habe ich mich jetzt auch dagegen entschieden. Ich habe ja immer noch das Projekt mit dem Keller.
Das wollte ich halt noch in Angriff nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das noch in diesen Vlog irgendwie reinbekomme. Ich vermute mal eher nicht. Ich werde es so versuchen, vielleicht noch ein bisschen. Aber ja, wir fahren jetzt erstmal zu meiner Mama und ja, ansonsten hoffe ich, euch geht's gut. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute wird es richtig, richtig schön draußen. Das war jetzt schon die letzten Tage schöner. Und ja, und vor allem wird es auch schön warm. Der Frühling ist zwar offiziell eigentlich noch nicht da, aber gefühlt ist er gerade da. Und ja, ich bin gerade aufgestanden. Ich gehe jetzt noch mal eine Stunde aufs Laufband. Und werde nebenbei noch so ein bisschen was am PC machen. Ich habe gestern meine Mama besucht und danach waren wir noch spazieren und waren kurz in 1, 2 Läden und unter anderem waren wir bei Jysk. Und da habe ich diese Vase mitgenommen, die war am Sale. Ich habe echt lange überlegt, ob ich sie mitnehme. Aber ich habe halt nicht so eine strukturierte Vase und ich finde das eigentlich ganz schön. Ich bin allerdings überlegen, ob ich sie jetzt wieder zurückgebe oder ob ich sie behalte. Aber ich finde, die könnte man ja eigentlich gut als Blumenvase nutzen oder auch als Deko-Piece, finde ich es ganz schön. Ich hatte erst überlegt, dass ich sie auf mein eines Tablett stelle, aber das hat mir nicht so gefallen. Aber ich denke, als Blumenvase kann die sich doch gut machen, weil ich habe nur so hässliche Blumenvasen, oder was heißt hässliche, aber so durchsichtige und so und keine richtige. Und ich finde, die ist eigentlich ganz schön. Die hat auch nur 10 Euro gekostet. Oh. So, ich war jetzt auf dem Laufband für ja, 1,5 Stunden. Und ja, heute lacht die Sonne. Es ist jetzt schon die ganzen Tage wärmer und das tut gerade ganz gut. Mir geht es auch heute besser. Ich habe das Gefühl, ich muss mich halt viel beschäftigen und ich mache ganz viel. Aber so manchmal, wenn man dann ruhig wird oder wenn man alleine ist oder so, dann wird man wieder ein bisschen so trauriger. Genau, mein Plan ist es jetzt, ist gerade noch eine Bestellung angekommen. Das erheitert auch so ein bisschen meinen Tag. Aber ich wollte gerne so ein paar Felloberteile haben. Das ist so meine neueste Sache, so Fell. Finde ich total cool irgendwie. Deswegen habe ich nochmal was bestellt. Gucken wir gleich mal. Und ich war dann Montag im Keller und als mein Opa gestorben ist, meine Oma war ja schon im Heim, haben wir ja, das Haus wurde ja aufgelöst und ich habe halt die Fotoalben behalten. Als meine Mama mich bekommen hat, war sie ja sehr, sehr jung. Also sie war gerade 18 geworden und einen Monat später bin ich zur Welt gekommen. Also mit 17 war sie ja schwanger. Und meine Oma war auch noch recht jung. Also meine Oma war so Mitte 40. Weil meine Oma hat auch sehr jung ihre Kinder bekommen. Und ja, und ich war natürlich, weil meine Mutter am Anfang auch alleinerziehend war, war ich halt sehr viel auch bei meinen Großeltern. Ja, und meine Oma hat natürlich dann ein Fotoalbum und so angelegt. Und das sind so ganz, ganz schöne Erinnerungen und ich wollte euch das einmal zeigen. Ja, das ist auf jeden Fall mein Opa und hier ist meine Mama mit mir als Baby und hier ist meine Omi. Und hier bin ich mit meiner Omi und meiner Mama halt bei meiner Taufe. So.
Und ich bin so dankbar, dass ich diese Alben jetzt habe. Und das ist so das Bild, ich mit ihr. Und ja, da kamen mir halt richtig doll die Tränen nochmal. Und das Bild finde ich auch so schön. Das bin ich mit ihr. Und ja, und so werde ich sie auch immer im Gedächtnis behalten. Es war so eine liebe Frau, sie hat so geliebt und hat so viel immer gegeben. Und ja, ich bin einfach so froh, dass sie jetzt bei Jesus ist und dass sie keine Schmerzen mehr hat und dass ich sie wiedersehen werde, eines Tages. Ja, das ist, bin einfach sehr froh, dass ich diese Alben habe und ich glaube, wir machen jetzt erstmal meine Projekte. Genau, und zwar habe ich vor, einmal packen wir jetzt gleich die Klamotten aus. Und dann habe ich ja diese Perücke, die hatte ich ja letzten Sommer mir geholt. Und da hatte ich ja hier schon so ein bisschen diese Wolfsspitzen, so nennt man das, glaube ich, gefärbt in so einem Braun. Aber das hat sich ja ziemlich ausgewaschen und ich will das heute nochmal auffrischen, aber nicht mit Braun, sondern mit Schwarz. Ich habe noch schwarze Farbe da und will das so ein bisschen nochmal dunkler machen, weil ich glaube, das sieht dann noch ein bisschen cooler aus. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob meine Videos High-Quality-Content abliefern, aber wenn ich überlege, wie ich eigentlich immer filme und dass ich alles mit meinem Handy einfach nur mache und euch irgendwo draufstelle, iconic. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber dieses Jahr ist ein Trend, und das hätte ich auch nicht gedacht, dass es wieder zurückkommt, Polka Dots, also Pünktchen und Capri-Hosen und Ballerinas. Okay, Ballerinas bin ich raus, weil meine Füße sehen in Ballerinas einfach nur hässlich aus. Ich habe ja recht große Füße, ich habe 43er Schuhgröße und immer ein Struggle, auch Schuhe zu finden. Und meine Füße sehen in Ballerinas einfach so schlimm aus. Also ich habe kein Problem, ich trage auch offene Schuhe, Sandalen etc. Aber Ballerinas sind wirklich Endgegner. Ja, und Polkadots sind wieder in, also sprich Pünktchen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es interessant, dass es dieses Jahr ist. Denn ich weiß, dass meine Oma zum Beispiel auch Polkadots, also gepunktetes geliebt hat und sehr viel getragen hat, gerade so rot-weiß. Und ja, das finde ich irgendwie total schön. Das fiel mir gerade so ein. Und ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen bestellt. Ich wollte mir das mal angucken. Und halt, wie schon gesagt, auch so Felldinger. Ich hatte mir jetzt schon so eine Bluse bestellt mit Fell. Die sieht auch toll aus. Die habe ich auch behalten. Aber ich wollte noch so ein paar Sommertops. Gucken wir mal. Und ich habe mir auch so einen Fellgürtel bestellt. Ich habe mir schon einen, aber der war mir ein bisschen zu kurz. Jetzt habe ich mir noch meinen zweiten bestellt. Oh, der ist auch cool. Ich weiß halt nur nicht, ich fände es halt cooler, wenn es halt irgendwie komplett rumgehen würde. Aber ich glaube, so einen gibt es nicht. Aber der ist auch schön. Ja, das ist auf jeden Fall das Muster, was ich meine. Und genau, und dann habe ich halt solche Felltops bestellt. Dieses Jahr. Ich habe es sogar in S genommen und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Wenn ich, ja, also es ist jetzt nicht schlecht, aber es trägt halt, finde ich, sehr auf. Theoretisch müsste es halt, das kann ich jetzt nicht machen, weil so könnte man es tragen. Ich finde, dann ist es okay, aber dann sieht man natürlich die Brust durch, weil es jetzt weiß ist. Ich habe es mir aber noch mal in schwarz bestellt. Ja, das ist auch so eins. Das ist eigentlich ganz schön. Das hier ist ja so meine Lieblingsmarke, Rombe. Ich liebe diese Sachen von denen. Es ist alles so cool immer und die Qualität ist so top. Genau, aber ja, bei dem weiß ich nicht so, weil das ist jetzt hier nicht so ein schönes Fell. Das ist mehr so Teddy einfach. Aber hat was. Oder was meint ihr? Ich gucke mich jetzt erstmal durch und dann zeige ich euch gleich mal, was ich glaube behalten werde. Was ich wahrscheinlich behalte.
So, ich habe jetzt hier alles vorbereitet, die Farbe und die Perücke. Und wie schon gesagt, ich will ja nur halt die Spitzen färben, deswegen teile ich mir das hier so ordentlich ab. Hier sieht man halt auch, wo das sein wird. Und ja, ich glaube, das wird ganz gut. Ich werde so 3 Bahnen machen, einmal hier die Spitzen und hier und dann ganz unten. So, ich habe jetzt die Spitzen eingepinselt, warte jetzt nochmal 20 Minuten und dann spüle ich es aus. Und ich glaube, das wird ganz toll. So, wir haben den nächsten Tag, wir haben schon ein bisschen später. Ich habe heute Morgen ganz viel hier noch im Haushalt gemacht und die Sonne lacht noch und ich werde jetzt gleich ein bisschen rausgehen, ein bisschen spazieren. Ich muss noch Pakete wegbringen, weil ich noch 1, 2 Vinted-Bestellungen hatte. Und wir haben jetzt heute 16 Grad und es ist so schön. Das baut mich so auf irgendwie gerade, dass es einfach jetzt wärmer ist und der Frühling zurückkommt. Und ich bin auch froh, dass man jetzt mal ein bisschen dünneres Jäckchen anziehen kann. Und ja, I like auch my look today. Das hatte ich noch nicht an. Das ist auch so ein Shirt, was ich geholt habe. Das finde ich eigentlich ganz cute hier mit den Schleifen. Und ich muss einfach die Sonne genießen. So, ich bin wieder zu Hause und mache mir jetzt gleich was zu essen. Und ich habe jetzt hier einmal diesen Nagellack von Essence mitgenommen. Das ist diese neue Serie. Angeblich sollen die jetzt bis zu 10 Tage halten. Die reichen noch länger. Aber ich mache ja mit denen immer meine Fußnägel. Bin ich gespannt. Dann habe ich jetzt diese Spülung hier mitgenommen, weil ich hatte mir von denen die Sprühkur mitgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die richtig gut. Deswegen habe ich jetzt mal die Spülung von der gleichen Serie mitgenommen. Weil, ja, meine Haare sind schon sehr trocken teilweise. Vor allem meine lockigen Haare. Und von Essence gibt es jetzt auch so ein Baby Cut Freckles Pen. Und ich glaube, der ist gut. Ich habe den nämlich vorhin schon auf dem Handrücken getestet. Und ihr wisst ja, ich liebe ja den Freckles Look. Problem ist halt, bei mir funktioniert das Henna immer nicht mehr so gut. Und ich finde den ganz gut. Also das ist auch so wischfest. Und der macht echt schöne Freckles. Will ich nochmal länger testen. So, für mich gibt es jetzt Abendbrot. Und dann geht's im Bett. Hallo, wir haben den nächsten Tag und ja, ich habe heute Morgen noch ein bisschen gearbeitet und jetzt habe ich Urlaub bis nächstes Wochenende. Und ja, ich habe mich jetzt fertig gemacht, weil ich irgendwie noch ein bisschen, also ich habe heute ganz viel gemacht. Ich hatte Pediküre gemacht und dann habe ich noch ein bisschen in der Wohnung was gemacht und ja, und jetzt wollte ich noch ein bisschen rausfahren. Die Sonne lacht. Ich freue mich so, die nächsten Tage wird auch so geiles Wetter. Wir haben heute 17 Grad und ich fühle das gerade so. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen rausfahren, das Wetter genießen. So lange ist die Sonne ja auch nicht mehr da. Und ja, und dann starte ich in mein Wochenende und ja, ich zeige euch nochmal meinen Look. Übrigens ist das jetzt auch das Ergebnis der Perücke. Ja, ich sag mal so, ich finde es nicht schlecht geworden. Ich stelle euch mal hier hin. Aber ich bin nicht 100%ig zufrieden. Und zwar glaube ich, dass Braun besser gewesen wäre. Weil ich habe ja auch immer so einen Rotstich im Gesicht. Oh Gott, das klingt so komisch. Nein, aber ich habe ja also mehr auch immer rötliche Augenbrauen und meinen Freckles. Und ich glaube, braun wäre schöner gewesen. Aber das Gute ist, das wäscht sich auch noch ein bisschen aus. Ich werde das, glaube ich, noch mal so ein bisschen, vielleicht sogar anblondieren. Ja, aber ich werde da versuchen, so ein bisschen die Farbe noch mal rauszuziehen. Ja, jetzt ist es natürlich noch sehr frisch. Genau, aber ansonsten finde ich es ist gut. Also ich finde diesen Look mit diesen Spitzen, das finde ich cute. Aber wie schon gesagt, ich glaube, braun wäre besser gewesen. Ja, ansonsten ist das mein Look. Ich wusste nicht, was ich anziehen sollte, habe mich jetzt für das entschieden und die Sonne ist so schön. Ich bin natürlich eingecremt, keine Sorge.
Und ich habe ja gestern von Essence diesen Freckle Pan geholt und ich finde das ist richtig gut geworden. Gefällt mir und das ist auch so wischfest. Deswegen, ich habe das hier zum Beispiel auch noch auf meiner Hand. Das ist immer noch von gestern. Ja, gut. Wow, heute funktioniert gar nichts. So, wir haben heute Samstag und ich bin gerade losgefahren. Ich mache jetzt das Auto sauber, wie jeden Samstag, und danach fahre ich zum Lidl. Und ich habe das noch nie erlebt, ne? Hier in der Absaugerhalle, jeder Platz ist belegt. Jeder Platz zum Auto aussaugen ist belegt. Draußen und drinnen, man sieht es auch. Ja, weil alle Frühlingsgefühle haben geführt, weil es ist ja auch heute wieder warm. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie schon 13 Grad. Und die ganzen Tage scheint jetzt auch die Sonne. Ist ja cool, wenn man Urlaub hat. Ja, und irgendwie kamen jetzt so alle auf die Idee, Auto sauber zu machen. Aber die Halle ist voll. She's full. Ich bin nochmal rausgegangen, obwohl ich eben schon noch schon eine Stunde, 2 Stunden auf dem Laufband war. Ich hatte ja diese Blumenvase gekauft und ich glaube, ich will mir doch noch mal eine zweite holen, weil ich die doch echt schön finde. Und ja, vielleicht gehe ich noch zum Rossmann, was man so macht. Dann mache ich mich fertig. Und dann glaube ich, werde ich heute Abend mal wieder ein bisschen rausgehen. Ich wollte auf eine Veranstaltung gehen. Mal gucken. Eigentlich war auch der Plan, nach Belgien zu fahren. Da war ich auch auf ein Event eingeladen, aber leider fühle ich das gerade gar nicht, irgendwie wegzufahren. Also sprich Hannover zu verlassen. Ich bin am liebsten gerade zu Hause, meinem Safe Space, und deswegen bleibe ich auf jeden Fall hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben den nächsten Tag und ich muss ehrlich sagen, ich habe gestern gar nicht mehr weiter gevloggt. Ich habe es irgendwie voll vergessen. Nachdem ich dann kurz nochmal bei Jysk war, übrigens habe ich dann die Vase, gab es da auch, aber ich habe sie nicht nochmal mitgenommen. Genau, aber war ich dann zu Hause, habe mich nochmal hingelegt, habe mich dann fertig gemacht. Ich bin dann zu einer Veranstaltung von Freunden gefahren und war dann abends so noch kurz auf einem Event oder einer Party. Und das hat auf jeden Fall ganz gut getan, irgendwie so ein bisschen raus und unter Leute. Und ja, und nun bin ich gerade aufgestanden und werde jetzt hier den Vlog beenden, denn ich muss ihn jetzt schnell fertig schneiden, damit er jetzt gleich online geht. Und ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Emoji reicht auch, darüber freue ich mich sehr. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir sehen uns auf jeden Fall ganz schnell im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann.